Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir sind immer noch zusammen in Slowenien auf dem Juliana Trail unterwegs. Ja, mittlerweile befinden wir uns auf Etappe 5 und 6. Genau, von Bled nach Goreljec beziehungsweise nach Stara Fužina, also auf korrekte Aussprache geben wir immer noch keine Garantie. Ja, genau. Wetter, wie ihr seht, ist ein Ticken besser wie gestern. Allerdings ist heute im Verlauf der Tour auch noch Schnee gemeldet, also mal schauen, wie es wird. Und ja, dann würde ich sagen, Wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann bleibt dran. genau, dann gucken wir uns das mal zusammen an. Da unsere Unterkunft direkt am See von Bled gelegen war, starteten wir gleich von dort, anstatt noch einmal zur Touristinfo, dem Zielpunkt vom Vortag, zurückzulaufen. Leider sollte sich das bessere Wetter, das wir beim Start hatten, nicht lange halten. Wir hatten Bled noch nicht ganz verlassen, da setzte der Regen schon wieder ein. Und wieder in voller Regenmontur ging es sogleich bergauf. Die fast 900 Höhenmeter der heutigen Etappe mussten ja irgendwie zusammenkommen. Auf dem ersten Drittel, also für rund 7,5 Kilometer, führte uns der Weg so ähnlich wie bei den vorangegangenen Etappen durch mehrere Dörfer. Danach erwartete uns einer der schönsten Abschnitte des gesamten Trails. Der Abschnitt durch die Pukljuka-Schlucht. Die Schlucht ist etwa 2 Kilometer lang, 40 Meter tief und rund 10.000 Jahre alt. Entstanden ist sie durch das von einem Gletscher abfließende Wasser und ist heute die größte fossile Schlucht Sloweniens. Das Highlight der Schlucht ist die Durchquerung der Pukljuka-Höhle, wie ihr hier sehen könnt. Anscheinend war ich von der überwältigenden Schönheit des Weges noch ganz benommen, irrte ich doch ein klein wenig orientierungslos durch den Wald. Links. Da ist ein Schild. Hier ist Schild. Da. Wir müssen links, ne? Ja. Müssen wir. Ja. Abenteuerlich. Ab hier ging es dann auch erstmal wieder ein Weilchen bergauf. Auf mehr oder weniger breitem Weg, über Steine und immer noch bei Regen. Viel Regen.
sollte nicht allzu lange dauern, dann wurde aus dem Regen Schnee. Viel Schnee. In der Folgezeit musste ich, trotz der riesigen Blase am kleinen Fußzeh, auch wieder auf Wanderschuhe umstellen. Sehr zu meinem Leidwesen. Waren ab hier doch noch fast 8 Kilometer zu wandern. Glücklicherweise verlief der Weg nach Querung einer Alm auf einem breiten Forstweg, sodass wir doch leidlich gut vorankamen. Wenn auch mittlerweile nass bis auf die Unterwäsche. Dem nassen und schweren Schnee sei Dank. Ja, da hat es schon wieder ein bisschen drauf geschneit. Hä? Da hat es wieder ein bisschen auf die Linse geschneit, aber ist nicht so schlimm. Sieht man wenigstens, was wir geschafft haben. Ich drehe mal mit und läuft die Kamera mal. So nass wie ich aussehe, so fühle ich mich auch. Endlich erreichten wir eine Straße und von hier aus waren es nur noch wenige Meter bis zu unserem Hotel. Kleiner Funfact: wir waren die einzigen Gäste an diesem Abend. Am nächsten Tag ging es bei unverändert bescheidenem Wetter weiter. Und deswegen quälte sich Tobi wieder in seine Wanderschuhe. An seinem Tempo seht ihr aber, das Vorankommen war mit schmerzendem Fuß recht schwer. Die riesige Blase war am Vortag gegen Ende der Etappe geplatzt und die Schmerzen heute entsprechend groß. So musste er letztendlich, trotz der widrigen Bodenverhältnisse, doch wieder auf seine leichten Laufschuhe umstellen, um überhaupt noch vorwärts zu kommen. Sehr abenteuerlich, wie ihr gleich sehen werdet. Da wir uns immer noch auf etwa 1200 Metern bewegten, war auf dem Weg auch noch einiges an Schnee und Eis zu überwinden. Spiegelglatt. Ja, das ist auf Schnee deutlich einfacher. Oh, geht ja gerade so weiter davon. Unterhalb der Schneegrenze gelangten wir dann wieder in Dörfer und folgten auch ein Stück einer geteerten Straße. Hier auch wieder schön zu sehen, ein Abzweig ohne Markierung.
Bevor wir uns endgültig an den Abstieg machten, konnten wir noch einen Abstecher zum einzigen Gipfel des Trails machen. Schmalen Weg bergab genau hinsah, konnte man hier noch Spuren, im wörtlichen Sinne, der Bergbauvergangenheit der Region entdecken. Spurrillen in den am Boden liegenden Steinen, welche von den Erzkarren herrührten. Der Abstieg hatte zuweilen so seine Tücken, wie Anne natürlich mal wieder festgehalten hat. Hab ich schaffen? Ich sagte nur, ist dokumentiert. Du bist so gut zu mir. Unten angekommen ging es wieder, ihr ahnt es sicher schon, über Dörfer und Felder gen Etappenziel Stara Fužina. Fertig. Aha, zum Glück. Ja, das waren die Etappen 5 und 6 und wie ihr gesehen habt, wir hatten mit dem Wetter ja richtig Glück gehabt. Also wir waren dann entsprechend nach der 6. Etappe auch ein bisschen platt, haben dann gestern auch keine Abmoderation mehr gedreht, haben wir gesagt, machen wir heute mal etwas schönerem Wetter. Ja, wie war es gewesen? Generell kann man sagen, die hatten es wirklich in sich, die beiden Etappen, weil sie waren beide relativ lang. Die eine mit viel hoch, die andere mit viel runter. Die Wetterbedingungen, wie du ja schon gesagt hast, naja, also hat es nicht gerade besser gemacht. Ich denke, mit weniger Bewölkung und so wäre bestimmt die Aussicht fantastisch gewesen, vermute ich mal, weil viele hohe Berggipfel rundherum. Die Schlucht war super. Schlucht war top, Die genau. Höhle war, ja, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Toll. Ja, aber ansonsten hat man wieder auf den beiden Etappen gesehen, was man auch vorher schon gesehen hat bei dem Weg, diese krassen Kontraste. Man hat lange Strecken über Asphalt und dann kommt man doch wieder irgendwo ganz ab vom Schuss über Stock, über Stein oder halt mal durch so eine Schlucht dann durch. Beziehungsweise man folgt dem Flussbett, wo dann auch noch Wasser drin ist. Ja, kommt auch runter vor. ist dann genau. Ja, Ja, wie gesagt, aber das Wetter, also wir waren nass bis zweimal, bis auf die abgesoffen. Unterwäsche. Komplett abgesoffen. Genau. Was haben wir noch? Markierung, ja, gewohntes Bild. Besser wie bei der ersten Etappe, weit weg von gut. Wenn ihr den Weg lauft, müsst ihr ein bisschen darauf achten. Manche Pfeile, warum auch immer, sind verdreht. Die weisen in eine andere Richtung, beziehungsweise an einer Stelle hat man es auch, dass der Pfeil in eine Richtung weist und die Markierung am Boden in eine andere. Ja, also wie gesagt, da auf jeden Fall am besten so eine GPX-Datei runterladen aufs Handy und damit laufen. Wobei, ihr müsst ein bisschen aufpassen, wie wir oben gewesen sind.
da war nicht immer GPS-Empfang. Da hat der hier und da mal ein bisschen gestreikt. Also du meinst auf der 6. Etappe, wo es wieder runterging. Ja. Da war es hauptsächlich, Genau, dass es immer wieder ausgesetzt hat. genau. Aber war trotzdem war nachverfolgbar machbar. auf der App, das ging. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es soweit. Ja, Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. und dann sehen wir uns auf den nächsten beiden Etappen wieder und vermutlich, so wie es heute aussieht, bei deutlich besserem Wetter.